Niemand hatte das von ihm erwartet, dem jüngsten König, der sonst immer lächelt und Scherze macht. Aber Prinz Louis hat gerade eine Bombe über Königin Camilla platzen lassen. Und der Palast ist in heller Aufregung. Was hat er gesagt? Warum betreibt die königliche Familie Schadensbegrenzung? Und wie konnte ein Kind so viele königliche Spannungen hervorrufen? Kommentieren Sie 1, wenn Sie denken, dass die Royals ehrlicher sein sollten. Oder 2, wenn Sie glauben, dass schon zu viel gesagt wurde. Wir wollen die Enthüllung von Prinz Louis genauer unter die Lupe nehmen und verstehen, warum sie im Buckingham Palace für Aufregung sorgt. Der süße Ärger von Prinz Louis. In jeder Familie gibt es immer einen kleinen Menschen, der es versteht, im Mittelpunkt zu stehen, alle zum Lachen zu bringen und gelegentlich seinen Bruder zu ärgern. Prinz Louis hat diese einzigartige Position innerhalb der königlichen Familie inne. Louis, das jüngste Kind von Prinz William und Prinzessin Kate, wurde sofort für seine humorvollen Aktionen, sein freches Lächeln und seine lebhaften blauen Augen bekannt, die sowohl die Öffentlichkeit als auch königliche Beobachter begeistern. Louis bringt ein wenig Wärme und Humor in die königliche Familie, sei es durch alberne Ausdrücke bei wichtigen königlichen Anlässen oder durch das scherzhafte Ausblasen der Kerze seiner Schwester an Weihnachten. Verständlicherweise hat man ihn als den kleinen Schelm der königlichen Familie bezeichnet, auf die niedlichste Art und Weise. Louis hat ein enges und liebevolles Verhältnis zu seinen älteren Brüdern, Prinz George und Prinzessin Charlotte. Trotz ihrer Witze und Lacher, Louis, der Jüngste, macht ihr Leben spannender. Er hat ein sehr enges Verhältnis zu Charlotte. Charlotte, die erst 8 Jahre alt ist, übernimmt häufig die Rolle der verantwortungsvollen älteren Schwester. Sie wurde häufig dabei gesehen, wie sie Louis bei öffentlichen Auftritten in die Schranken wies, oder es zumindest versuchte, indem sie ihn sanft anleitete. Während des Weihnachtsgottesdienstes von Kate Middleton in der Westminster Abbey kam es zu einer schönen Veranschaulichung ihrer Beziehung. Auch wenn der opulente Rahmen Louis, der zum ersten Mal dabei war, überwältigt haben mag, wirkte er mit Charlotte an seiner Seite gelassen und zufrieden. Charlotte tadelte Louis nicht für seinen frechen Versuch, ihre Kerze auszublasen. Stattdessen lächelte sie und fuhr mit der Geduld fort, die nur eine treue Schwester haben kann. Seit Louis ein Neugeborenes war, sind sie sich näher gekommen. Ein Bild, auf dem Charlotte ihren kleinen Bruder hält und ihm an seinem 3. Geburtstag einen sanften Kuss auf den Kopf gibt, ist eine der schönsten Erinnerungen. Seitdem haben die beiden viele denkwürdige Momente miteinander verbracht, sei es beim gemeinsamen Spielen zu Hause oder beim Besuch königlicher Veranstaltungen. Auch die Beziehung zwischen Prinz George und Louis hat sich gefestigt. Auch wenn George 10 Jahre alt ist und mehr Verpflichtungen hat, findet er immer noch Zeit, mit Louis zu spielen. Die beiden haben sich in letzter Zeit zu schelmischen kleinen Komplizen entwickelt, die Leckereien aus der Küche stehlen und ihre Eltern mit harmlosen Streichen überlisten. Während des Platin-Jubiläums von Queen Elizabeth hat George seinen energiegeladenen jüngeren Bruder genau beobachtet, um sicherzustellen, dass Louis sich nicht verirrt oder zu viel Ärger macht. Es war eine herzliche Erinnerung an Georges Liebe zu Louis, während er seine wachsenden königlichen Pflichten mit der Rolle eines lustigen und beschützenden großen Bruders in Einklang bringt. Louis' lebhafte Persönlichkeit zeigt sich auch zu Hause. Er hat in letzter Zeit viel getrommelt, und der angenehme Klang seines Trommelns erfüllt das ganze Haus. George tut so, als sei er zu cool, aber er kann nicht anders, als mitzumachen. Charlotte tut so, als sei sie unbeeindruckt, aber insgeheim gefällt es ihr. Und Prinz William scherzt, dass er seine Ohren schützen muss. Die Wales-Kinder sind wie alle anderen Geschwister, voller Liebe, Lachen und ein bisschen Unfug, wie man an diesen kleinen, alltäglichen Ereignissen sieht. Es ist offensichtlich, dass George, Charlotte und Louis ihre familiären Bindungen mehr schätzen als ihre königlichen Titel und ihre opulente Umgebung. Ihre Herzlichkeit und Vertrautheit sind offensichtlich, egal ob sie Wohltätigkeitsveranstaltungen besuchen oder an offiziellen Anlässen teilnehmen. Kürzlich übernahm Charlotte das Kommando bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für Babys, während Louis vor Freude über ein King-Kong-Spielzeug strahlte. Dies zeigt einmal mehr, dass selbst für einen Royal die Kindheit durch kleine, freudige Momente wunderbar wird. Doch dann begann sein Abenteuer. Schauen wir uns seine Geburt und seine frühe Entwicklung an. Das Zentrum der königlichen Familie. Am 23. April 2018, einem sonnigen Frühlingsmorgen, erblickte Prinz Louis das Licht der Welt und erfreute damit das ganze Vereinigte Königreich. Aufregung lag in der Luft, als sich die Nachricht verbreitete,
dass er im St. Mary's Hospital in London angekommen war. Um das jüngste königliche Kind zu begrüßen, versammelten sich die Menschen, Kanonen bliesen zum Jubel und Glocken läuteten. Für das Land und die königliche Familie war es ein einzigartiger Tag des unverfälschten Glücks und nicht nur eine weitere königliche Geburt. Mit viel Liebe und Sorgfalt haben Prinz William und Prinzessin Kate ihm den Namen Louis Arthur Charles gegeben. Sein Name erinnert an zwei bedeutende Familienmitglieder: seinen Großvater, König Charles III, und Lord Louis Mountbatten. Der kleine Prinz Louis schien von Anfang an bereit zu sein, seinen Namen mit Stolz und Tatendrang zu tragen, auch wenn es für ein Neugeborenes sehr lange dauerte. Die Taufe von Louis war ein ganz besonderer Tag in seinem jungen Leben. In einer wunderschönen, traditionellen Zeremonie taufte ihn der Erzbischof von Canterbury am 9. Juli 2018 in der Chapel Royal im St. James's Palace. Der Tag war angenehm und von königlichen und familiären Traditionen umgeben. Prinz George und Prinzessin Charlotte, seine älteren Geschwister, waren in der Nähe und beobachteten ihren kleinen Bruder mit Stolz. Die liebevollen und fröhlichen Familienfotos von diesem Tag deuten auf die starke Freundschaft hin, die sich zwischen den beiden entwickeln sollte. Louis' erste Jahre waren eine schöne Mischung aus königlichen Anlässen und unkomplizierten, fröhlichen Familieninteraktionen. Denn er ist das jüngste Mitglied der königlichen Familie. Neben ihren königlichen Pflichten haben sich Prinz William und Prinzessin Kate viel Mühe gegeben, ihren Kindern eine typische, zufriedene Erziehung zu bieten. Louis spielte in ihrem ruhigen Haus auf dem Land, Anmer Hall, und in den Gärten des Kensington Palace. Er half gern in der Küche, ging gern nach draußen und schuf wertvolle Erinnerungen mit seiner Familie. Louis zeigte seine intelligente, lebhafte Persönlichkeit schon in jungen Jahren. Im Jahr 2019 gab er sein Debüt auf dem Balkon des Buckingham Palace während der Trooping the Colour Zeremonie. Der kleine Louis gewann bald die Herzen mit seinem strahlenden Lächeln, mit dem er ohne zu zögern dem großen Publikum zuwinkte. Als Louis heranwuchs, wurde er dank seiner humorvollen Streiche und seines charmanten, schelmischen Verhaltens bei königlichen Anlässen zum Liebling der Fans. Auch bei Queen Elizabeths Platinjubiläum im Jahr 2022 waren seine amüsanten Streiche der Höhepunkt. Louis erinnerte alle daran, dass auch die Royals Spaß haben müssen, indem er für Humor und heitere Momente sorgte, während sich andere auf formelle Reden und Rituale konzentrierten. Im Jahr 2021 besuchte Louis auch die Wilcox Nursery School, die sich in der Nähe des Kensington Palace befindet. Er kam lächelnd an seinem ersten Tag, begierig darauf, Neues zu entdecken und neue Leute kennenzulernen. Louis war offensichtlich sehr wissbegierig und an der Welt interessiert, ganz wie seine Eltern. Der Umzug der königlichen Familie in das Adelaide Cottage im Home Park von Windsor im Jahr 2022 bedeutete eine bedeutende Veränderung. Die Kinder hatten in ihrem neuen Haus mehr Platz, Freiheit und frische Luft, um die Natur zu erkunden. Bald darauf wurde Louis zusammen mit seinen Geschwistern an der Lambrook School eingeschult und setzte damit die Tradition der Familie in Bezug auf Bildung und Entwicklung fort. Trotz seines jungen Alters hat Louis bereits an bedeutenden Ereignissen der britischen Geschichte teilgenommen. Louis wurde zum 4. in der Thronfolge, als sein Großvater, König Karl III, im Jahr 2022 die Nachfolge von Königin Elisabeth antrat. Da er dank einer neuen Regelung seine Position nach seiner Schwester Charlotte beibehalten konnte, war dies eine bedeutende Entwicklung. Bei der prächtigen Krönung von König Karl am 6. Mai 2023 verzauberte Louis wieder einmal alle. Er trug sein schönstes Gewand und verlieh der historischen Zeremonie, an der er und seine Familie teilnahmen, Süße und Reinheit. Prinz George spielte eine eher düstere Rolle. Aber Louis' optimistisches Auftreten erinnerte alle an die vielversprechende Zukunft der königlichen Familie. Prinz Louis hat gezeigt, dass er schon in so jungen Jahren ein wichtiges Mitglied seiner Familie ist. Aufgrund seines fröhlichen Wesens, seines lebhaften Stils und der engen Beziehung zu seinen Geschwistern ist er einer der beliebtesten jungen Royals der Gegenwart. Ohne ihn wäre die königliche Familie einfach nicht dieselbe. Ihr liebenswerter Prinz, der jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Er mag ein frecher Prinz sein, aber es ist notwendig, seine ungewöhnlich enge Beziehung zu den älteren Mitgliedern der Monarchie zu untersuchen. Wie schwach war seine Beziehung zu seinen Eltern und Großeltern? Bleiben Sie bei uns. Der kleine Prinz wird von allen geliebt.
Prinz Louis ist der jüngste König. Aber das bedeutet nicht, dass die Familie ihn ignoriert. Seit seiner Geburt wird er von seiner königlichen Familie und seinen Eltern geliebt und umsorgt. Das ist seit dem Tag seiner Geburt der Fall. Hinter seinem charmanten Grinsen und seinen lustigen Streichen verbirgt sich eine wunderbare Geschichte über die starken, fürsorglichen Beziehungen, die seine Jugend geprägt haben. Diese Beziehungen haben seine Kindheit und Jugend geprägt. Wenn er zu Hause ist seine Mutter, Prinzessin Kate, Diaper Zone, die am meisten mit ihm vertraut ist. Trotz ihrer königlichen Pflichten ist Kate eine sehr zupackende Mutter, die sich immer Zeit für ihre Kinder nimmt. In den alltäglichen Momenten genießt sie es, Zeit mit Louis zu verbringen, draußen zu spielen, ihm Gute-Nacht-Geschichten vorzulesen und gemeinsam in der Küche zu backen. Auch wenn Louis' Wissbegierde und seine unbändige Energie Kate auf Trab halten, genießt sie jeden einzelnen Moment. Louis hält sich am liebsten im Garten von Adelaide Cottage auf, wo er seiner Mutter beim Pflanzen von Blumen und beim Erforschen der Natur gerne zur Hand geht. Louis kann sich in diesen fröhlichen und kreativen Momenten so richtig entfalten, weil Kate ihre Leidenschaft für die Malerei von Zeit zu Zeit mit ihm teilt. Kate schätzt diese unkomplizierten, aber dennoch bedeutsamen Momente. Sei es, dass Louis mit seiner Schwester tanzt oder seinem Bruder hinterherläuft. Kate schafft durch den gemeinsamen Spaß Erinnerungen für Louis, die ein Leben lang Bestand haben werden. Prinz William engagiert sich für seine Kinder genauso wie für seine Frau. Seine Mutter, Prinzessin Diana, hat ihm wertvolle Lektionen über Erziehung beigebracht. Und er wendet diese Lektionen nun auf seine Kinder an, insbesondere auf Louis. Lachen, Spaß und Zuneigung sind die Kennzeichen der Beziehung zwischen einem Vater und seinem Kind. William ist immer begeistert von Louis' frechem Lächeln. Und egal, ob sie draußen spielen oder sich eine Kitzelschlacht liefern, er sorgt dafür, dass sich Louis immer wertgeschätzt fühlt. Ihre Bindung ist jedoch mehr als nur ein Zufall. Darüber hinaus vermittelt William Louis Werte wie Mitgefühl, Empathie und die Bedeutung der Familie. Die Lektionen, die Louis gelernt hat, werden ihm bleiben, wenn er älter wird. Carol und Michael Middleton, die Großeltern von Louis, sind ebenfalls sehr wichtig für ihn und spielen eine wichtige Rolle in seinem Leben. Louis kann in ihrem Haus in Bucklebury eine unbeschwerte und fröhliche Kindheit verbringen, die ihn vor den Blicken der Öffentlichkeit schützt und ihm ein ruhiges Aufwachsen ermöglicht. Aufgrund ihres freundlichen und mitfühlenden Charakters genießt Carol die Zeit, die sie mit Louis verbringen kann. Sie ist seine Großmutter, seine Spielkameradin, seine Backpartnerin und diejenige, die heimlich mit ihm kuschelt. Sie genießen einfache Vergnügungen wie Plätzchenbacken und Gartenarbeit. Obwohl er eher zurückhaltend ist, bringt Michael Middleton ein Gefühl der Gelassenheit in Louis' Umgebung. Er nimmt Louis mit auf Spaziergänge, liest ihm vor und zeigt ihm die Wunder der Natur. Durch die Zeit, die Louis mit seinen Großeltern verbringt, kann er ein Gefühl der Ausgeglichenheit und Ruhe erlangen, was seine Eltern sehr schätzen. Außerdem ist da noch König Karl III., der Großvater von Louis. Karl nimmt sich ständig Zeit für seine Enkel, obwohl er ein Mitglied der königlichen Familie ist. Indem er von den prächtigen Gärten und der Bedeutung der Bäume erzählt, vermittelt er Louis seine tiefe Zuneigung zur natürlichen Welt. Die Lektionen, die Louis lernt, helfen ihm, seine Zukunft zu gestalten, obwohl er noch jung ist. Charles empfindet tiefe Zuneigung für jedes einzelne seiner Enkelkinder und die Vitalität und der Humor, die Louis in sein Leben einfließen lässt, bereichern sein tägliches Vergnügen. Während der Zeit, die sie zusammen verbringen, vermittelt Charles Louis Wissen darüber, wie wichtig es ist, nett zu sein, neugierig zu sein und die Welt um ihn herum wahrzunehmen. Diese friedlichen und liebevollen Momente werden zu wertvollen Erinnerungen werden, da Charles und Louis eine starke Verbindung zwischen Großvater und Enkel entwickeln. Prinz Louis hat das Glück, so viel Zuneigung von allen Teilen seiner Familie zu erhalten, da er in einer Welt lebt, die voll von königlichen Veranstaltungen und deren Bräuchen ist. Die Freude, die Unterstützung und die unendliche Zuneigung, die er mit seinen Eltern, Großeltern und seinem Großvater teilt, sind das Fundament seiner Beziehungen zu ihnen. Jede Person in seinem Leben trägt etwas Einzigartiges zu seinem Weg bei, und die engen Beziehungen, die er zu diesen Menschen hat, werden ihm auf seinem weiteren Weg als Kompass dienen. Trotz seiner tiefen Zuneigung zu seiner Familie fehlt ein Name, Königin Camilla. Um ein tieferes Verständnis zu erlangen, ist es jedoch notwendig, den Ausgangspunkt zu untersuchen, nämlich die Verbindung zwischen Prinz Charles und Camilla.
Diese Verbindung hat das Leben von Prinz William maßgeblich beeinflusst. Als Prinz William aufwuchs, war er immer unter dem wachsamen Auge der Weltöffentlichkeit, umgeben von königlichen Traditionen und spektakulären Gebäuden. Für viele schien es ein Leben wie aus dem Bilderbuch zu sein. Doch innerhalb der Mauern des Schlosses sah es ganz anders aus. Als Prinz Charles und Prinzessin Diana eine schwierige Zeit in ihrer Ehe erlebten, bekam der kleine William alles mit. Seine Eltern machten schwierige Zeiten durch. William merkte, wenn etwas schief lief, auch wenn die Familie glücklich war. Die Tatsache, dass seine Mutter und sein Vater begannen, sich auseinanderzuleben, war für ihn eine Quelle großen Schmerzes. Obwohl sie für die Kameras lächelten, blieb der Schmerz, den sie zu Hause empfanden, nicht verborgen. Die Tatsache, dass Charles und Diana sehr unterschiedliche Menschen waren, wurde nach 5 Jahren Ehe für viele deutlich sichtbar. Sie hatten unterschiedliche Wünsche, und allmählich kam es zu Rissen in ihrer Beziehung. Im Laufe des Jahres 1986 suchten die beiden Trost an anderen Orten. James Hewitt, der zuvor der Reitlehrer von Dianas Familie gewesen war, wurde Dianas enger Freund. Zur gleichen Zeit kehrte Charles zu Camilla Parker Bowles zurück, der Frau, in die er eine tiefe und dauerhafte Liebe empfand. Die Atmosphäre war geprägt von Klatsch und Tratsch. Die Presse spekulierte über die Situation. Die Bevölkerung war ratlos. Und in der königlichen Familie herrschte Unruhe. Bei Camillas Geburtstagsfeier im Jahr 1989 sprach Diana sie schließlich auf die Situation an. Trotz der Bemühungen der königlichen Familie, die Ehe zu retten, einschließlich des Eingreifens von Königin Elizabeth und Prinz Philipp, war die Trennung leider zu schwerwiegend, um repariert zu werden. Diana erhielt Briefe von Prinz Philipp, in denen er sie bat, sich zu bemühen, Charles zu verstehen. Diana war dankbar für die Sorgfalt, die hinter den Briefen steckte, auch wenn das Lesen der Briefe unerträglich war. Dennoch gab es keine Möglichkeit, das Zerbrochene zu flicken. Erst Anfang der 1990er Jahre wurde öffentlich bekannt, dass es private Kontakte zwischen Charles und Diana gegeben hatte. Die Medien, einschließlich der Zeitungen und des Fernsehens, veröffentlichten peinliche Geschichten und schilderten schmerzhafte Szenen. Als seine Familie vor den Augen der ganzen Welt auseinanderfiel, fand sich Prinz William im Zentrum der Situation wieder. Seiner Meinung nach war es mehr als nur ein königliches Drama. Er hatte den Ort verloren, den er als sein Zuhause bezeichnet hatte. Im Dezember 1992 wurde bekannt, dass Charles und Diana getrennte Wege gingen. Die königliche Familie bezeichnete dies als freundschaftlich, aber die Realität hinter den Kulissen sah ganz anders aus. Es gab viele Spekulationen über Dianas Befürchtungen. Charles habe eine ungesunde Beziehung zu seiner persönlichen Assistentin Tiggy Legge Burke entwickelt, die früher als Kindermädchen für William und Harry gearbeitet hatte. Die Welt, in der William lebte, wurde durch all diese Gerüchte noch düsterer. 1996 schlossen Charles und Diana schließlich ihre Scheidung ab und machten sie öffentlich. Die Trennung hinterließ sowohl bei William als auch bei Harry einen unauslöschlichen Eindruck, obwohl sie sich die Betreuung der Kinder teilten. Besonders erschütternd waren die Lektionen, die William über Liebe, Vertrauen und die Schwierigkeiten eines Lebens im Rampenlicht lernte. Seine Sichtweise auf Beziehungen wurde durch die Konflikte, die emotionale Belastung und den Klatsch und Tratsch unwiderruflich verändert. Als William älter wurde, prägten ihn diese schwierigen Jahre auf subtile, aber bedeutende Weise. Er erinnerte sich daran, wie es sich anfühlte, mittendrin zu sein, wie schwer es war, harte Dinge zu hören und wie sehr er sich Frieden wünschte. Diese Erinnerungen entwickelten sich zu Lehren. Sie waren da, um ihm die Richtung vorzugeben, als er sich in Prinzessin Kate verliebte. Gegenwärtig kann man eine Veränderung in der Art und Weise beobachten, wie William sich um seine Familie kümmert. Die Wärme, das Lachen und die ruhigen Momente, die er mit Kate und den Kindern verbringt, zeugen von den tiefgreifenden Auswirkungen, die diese prägenden Ereignisse auf ihn hatten. Er ist nicht nur ein hingebungsvoller Ehemann und ein zupackender Elternteil, sondern auch jemand, für den Vertrauen und Ehrlichkeit von größter Bedeutung sind. Auch wenn die alten Narben, die Prinz William durch die Ehe seiner Eltern erlitten hat, vielleicht nie ganz verheilen werden, haben sie doch entscheidend dazu beigetragen, ihn zu dem freundlichen, mitfühlenden und beschützenden Menschen zu formen, der er heute ist. Die Qualen, die er in der Vergangenheit ertragen musste, legten den Grundstein für eine Zukunft, die vor Mitgefühl und Optimismus strotzt. Und es gibt etwas, das sehr verblüffend ist.
Camilla mag öffentlich von William umarmt worden sein, aber wir wissen nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Inwiefern würde sich diese Beziehung auf Prinz Louis auswirken? Der sanfte Abstand zwischen Prinz Louis und Königin Camilla. Die königliche Familie umgibt den kleinen Prinz Louis mit einer liebevollen Gruppe. Prinzessin Kate, seine Mutter, liebt ihn. König Charles, sein Großvater, spielt und lacht gerne mit ihm. Wenn Louis anwesend ist, scheinen alle zu strahlen. Königin Camilla ist jedoch die einzige, die sich still im Hintergrund hält. Camilla teilt diese besonderen Momente nur selten mit Louis. Aber die anderen lieben es, Spiele zu spielen, Kekse zu backen und im Garten spazieren zu gehen. Die Menschen haben dieses Verhalten beobachtet und sind neugierig auf den Grund. Gibt es eine tiefer gehende Erklärung oder ist es nur ein Zufall? Manche glauben, dass die Lösung in der Vergangenheit zu finden ist. Um sie zu verstehen, müssen wir zunächst die frühen Jahre von Prinz William untersuchen. Williams Eltern, Prinz Charles und Prinzessin Diana, hatten schon als kleines Kind Probleme in der Ehe. Als ihre Beziehung in die Brüche ging, schaute die ganze Welt zu. Unglücklicherweise wurde inmitten all dessen Camillas Name immer wieder erwähnt. Williams Herz wurde durch das Leiden seiner Familie in den Zeitungen und im Fernsehen beeinträchtigt. Jahre später, im Jahr 2005, unterstützte William öffentlich Camillas Heirat mit König Charles. Personen, die der Familie nahestehen, behaupten jedoch, dass sie sich immer noch nicht ganz einig waren. Für William war es schwierig, Camilla in sein Leben zu integrieren, da er seiner verstorbenen Mutter sehr verbunden ist. Und es könnte schwierig sein, diese alten Gefühle loszulassen, selbst wenn die Zeit vergangen ist. William hat sich selbst versprochen, seinen Kindern die Art von liebevoller, zufriedener Erziehung zu bieten, die er nicht erlebt hatte, als er Prinzessin Kate heiratete und Vater wurde. Er möchte, dass sie frei von Familienstreitigkeiten aufwachsen und sich zufrieden und sicher fühlen. Infolgedessen könnte William beschließen, aus Liebe zu seinen Kindern und nicht aus Wut einen respektvollen Abstand zu Camilla zu wahren. Hinzu kommt, dass Kinder, selbst so kleine wie Louis, die Fähigkeit haben, Dinge zu spüren, die Erwachsenen vielleicht entgehen. Zusätzlich zu seinem witzigen Lächeln und seiner lebhaften Verspieltheit ist Louis auch intelligent und scharfsinnig. Kinder sind in der Lage, Emotionen in einem Raum zu spüren. Eine leise Spannung, eine unangenehme Stille oder ein fehlendes Grinsen. Louis könnte sich eher zu Menschen hingezogen fühlen, die warm und beruhigend auf ihn wirken. Auch wenn er sich der Vergangenheit zwischen seinem Vater und Camilla nicht bewusst ist. Camilla hat sich ihrerseits bemüht, König Charles zu unterstützen und in der Öffentlichkeit höflich zu sein. Obwohl sie derzeit von vielen wohlwollend betrachtet wird, sind die Dinge innerhalb der Familie vielleicht nicht immer so, wie sie sein sollten. Kleine, alltägliche Aktivitäten wie das Backen von Keksen, das Pflücken von Blumen im Garten oder der Austausch von Geschichten schaffen eine starke Verbindung zwischen Großeltern und Enkeln. Bisher gibt es nicht viele Anzeichen dafür, dass Camilla und Louis diese Art von Momenten erleben. Anderen Berichten zufolge ist Louis noch recht jung und erscheint nur selten zu wichtigen königlichen Veranstaltungen. Das könnte der Grund dafür sein, dass er nicht oft mit Camilla gesehen wird. Andere wiederum glauben, es sei mehr als das, ein stilles Verständnis, das von vergangenen Familientragödien und unausgesprochenen Gefühlen geprägt ist. Dennoch fühlt sich diese Distanz nicht schrecklich an. Sie ist subtil und zart, eine Art geheimes Abkommen. Obwohl Camilla immer noch ein Mitglied der königlichen Familie ist sie eher eine sanfte Präsenz im Hintergrund als ein aktiver Spielkamerad in der lebhaften, lustigen Welt von Prinz Louis. Entzückende Zwischenspiele. Trotz der häufigen Diskussionen über Konflikte innerhalb der königlichen Familie gab es einige besonders liebenswerte Gespräche zwischen Königin Camilla und dem kleinen Prinz Louis, die alle Herzen erwärmt haben. Die Fans fragten sich, ob es zwischen den beiden eine stille, einzigartige Verbundenheit gibt, von der wir angesichts dieser seltenen, zärtlichen Momente nicht oft hören. In Sandringham ereignete sich einer der süßesten Momente am ersten Weihnachtstag. Für die königliche Familie ist es eine freudige Zeit voller Bräuche, Freude und Lachen. Mit leuchtenden Augen und einem fröhlichen Lächeln im Gesicht sah der kleine Prinz Louis an diesem Morgen in seinem hübschen Kostümchen besonders liebenswert aus. Königin Camilla streichelte Louis zärtlich auf dem Rücken und führte ihn vorsichtig zur Kirche. Während sie nebeneinander hergingen, unterhielten sich die beiden kurz, aber angenehm. Louis, der für sein forsches Auftreten und seinen grenzenlosen Enthusiasmus bekannt ist,
blickte interessiert zu Camilla auf. Der schelmische Prinz und seine Stiefgroßmutter schienen in diesem kleinen, rührenden Moment eine aufrichtige Verbindung zu haben. Die Zuschauer konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen. Es war einer dieser liebenswerten Familienmomente, die allen einen kleinen Moment der Freude bescherten und sie den Klatsch und Tratsch vergessen ließen. Als Camilla auf die Isle of Man reiste, war dies eine weitere rührende Erfahrung. Sie begegnete einer großzügigen Mutter, die ihre Zwillingssöhne in identischen blauen Jacken abseits der opulenten Villen und königlichen Verpflichtungen in den Arm nahm. Camilla lachte, als sie die fröhlichen Zwillinge sah, und musste dabei an ihr eigenes energiegeladenes Enkelkind denken. Sie lächelte warmherzig, als sie von Prinz Louis erzählte und wie lebhaft und unterhaltsam er sei. Ihre Bemerkung, die auch andere um sie herum zum Kichern brachte, zeigte kurz die sanftere, lustigere Seite der Königin-Gemahlin. Prinz Louis ist bei Gartenpartys und Picknicks der königlichen Familie sogar in ruhigen Momenten an. Camilla vorbeigegangen und hat ihr eine von ihm gesammelte Blume überreicht oder mit seiner kleinen Hand gewunken. Einmal sahen Schaulustige, wie Louis lachte, als Camilla sich während einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Sommer zu ihm herunterbeugte, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Er lachte unkontrolliert über alles, was sie sagte. Ein Lachen, wie es nur ein kleines Kind haben kann. Sein Lachen war laut, eingängig und rein. Auch wenn sie nur kurz waren, haben diese Vorfälle die Menschen dazu veranlasst, innezuhalten und darüber nachzudenken, ob Camilla und Louis trotz all der familiären Streitigkeiten und der schwierigen Vergangenheit tatsächlich eine zärtliche, echte Beziehung haben. Oder sind es nur Gesten der öffentlichen Höflichkeit? Andere meinen, Camilla wisse, wie man sich vor laufenden Kameras verhält. Manche glauben, dass diese kurzen Interaktionen zeigen, dass eine Dame versucht, auf diskrete Weise eine Verbindung zu ihren Stiefenkeln aufzubauen. Und vielleicht kann Louis mit seinem guten Herzen und seinem charmanten Lächeln erkennen, wenn jemand aufrichtig ist. Niemand kann wirklich wissen, was im Privaten vor sich geht. Diese Momente sind jedoch wichtig, unabhängig davon, ob sie gut geplant oder einfach organisch sind. Sie erinnern daran, dass es auch in Familien mit einer komplizierten Geschichte zarte Bande und grundlegendes Mitgefühl geben kann. Prinz Louis ist schließlich ein kleiner Junge, der jeden Raum, den er betritt, zum Strahlen bringt. Sein Spaß und sein Humor tragen dazu bei, dass sich andere besser fühlen. Und diese unbeschwerten, fröhlichen Momente können Königin Camilla nach einer langen und oft schwierigen Reise durch die königliche Familie unerwartete Freude bereiten. Deshalb hinterlassen kleine Momente wie ein Schulterklopfen, ein gemeinsames Kichern oder ein geflüsterter Scherz in einem sonnenbeschienenen Garten einen bleibenden Eindruck. Sie zeigen, dass selbst in einer königlichen Familie, die unter großer Beobachtung steht, Liebe und Wärme durchscheinen können. Egal wie schwierig das Leben ist, inmitten dieses Glücks wies Louis darauf hin, dass etwas nicht stimmte. Lasst uns nachforschen. Die unerwartete Weihnachtsüberraschung, mit der niemand gerechnet hat. Der kleine Prinz Louis hat mit einer winzigen, aufrichtigen Geste einen Abend, der eigentlich ein fröhliches königliches Treffen sein sollte, in einen Abend verwandelt, der nie vergessen wird. Der Vorfall ereignete sich während Prinzessin Catherines wunderschönem Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey, einem Abend voller Weihnachtszauber, Musik und gutem Willen. Alle Teilnehmer der Zeremonie wurden aufgefordert, kleine Worte der Dankbarkeit auf leuchtend rote Karten zu schreiben und sie an einen speziellen Baum der Freundlichkeit zu hängen, um die Weihnachtszeit zu genießen. Mit diesen Botschaften wurden diejenigen geehrt, die ihnen im Laufe des Jahres Freude oder Liebe gebracht hatten. Obwohl es sich um ein einfaches Konzept handelte, waren viele Menschen davon berührt, insbesondere die jungen Royals, die daran teilnahmen. Zusammen mit ihren freudigen Eltern Kate und William kamen Prinz George, Prinzessin Charlotte und der energiegeladene kleine Prinz Louis. Louis, der immer charmant und frech ist, zeigte seine Karte stolz allen, während George und Charlotte sich an ihre Karten klammerten, um ihre Nachrichten geheim zu halten. Louis verfasste einen herzlichen Brief in seiner charmanten, wenn auch etwas schlampigen Handschrift. Er bedankt sich bei Kates Eltern, Carol und Michael Middleton, seinen Großeltern, dafür, dass sie ihn unterhalten und zum Lachen gebracht haben. Wie Louis selbst war der Brief süß, naiv und wahrheitsgemäß. Die Familie Middleton, die in der Nähe saß, lächelte breit, als sie die kleine Karte sah. Viele andere im Saal konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen, denn es war ein süßer Familienmoment. Die Leute merkten jedoch bald, dass etwas fehlte.
Louis' Karte enthielt keinen Hinweis auf Königin Camilla. Der Vorfall war in einem Raum voller Reporter, Besucher und königlicher Beobachter nicht zu übersehen. Vielleicht um die Stimmung aufzulockern, fragte jemand Louis unter 4 Augen, warum Camilla nicht auf seiner Liste stehe. Was dann kam, war für alle unerwartet. Sie sagt nicht die Wahrheit, sagte Louis leise und blickte mit einem ernsten Blick auf, den nur ein Kleinkind haben kann. Es herrschte völlige Stille im Raum. Kate legte Louis sanft eine Hand auf die Schulter, und ihr warmes Grinsen wurde schwächer. Dies war der Beginn ihres mütterlichen Instinkts. William schien überrascht und verwirrt zu sein, wie er auf die kühnen Bemerkungen seines kleinen Sohnes reagieren sollte. Doch Louis war noch lange nicht fertig. In seiner naiven und sachlichen Art stellte er klar, dass Camilla ihre Verpflichtung, mit ihm zu spielen, nicht erfüllt hatte. Vielmehr wies sie ihn zurecht und schickte ihn weg, als er sie begleiten wollte. Der kleine Prinz gab zu, dass er gerne spielen würde, aber stattdessen fühlte er sich traurig und verwirrt, während er sie schweigend beobachtete. 1 Minute lang herrschte Schweigen. Berührt von der ungeschminkten Ehrlichkeit eines jungen Mannes, der aus dem Herzen spricht, hält die Versammlung den Atem an. Er wollte keinen Ärger machen, denn er ignorierte die königlichen Vorschriften und die Erwartungen der Erwachsenen. Es war nur ein kleiner Junge, der seine Gefühle ausdrückte. Mit beschwingter Musik, funkelnden Lichtern und einem freundlichen Grinsen, überall hatte der fröhliche Abend in der Westminster Abbey genauso begonnen, wie es sich alle vorgestellt hatten. Selbst die königliche Familie wirkte zufrieden und entspannt. Und es lag viel Lachen in der Luft. Als sich die Besucher unterhielten und die Kinder kicherten, schien es der ideale Beginn für Weihnachten zu sein. Der kleine Prinz Louis, der für sein lebhaftes Lächeln und seine schelmische Art bekannt war, machte eine unerwartete Bemerkung, die Atmosphäre im Saal sofort veränderte. Was aus fröhlicher, unbeschwerter Moment begann, entwickelte sich allmählich zu etwas viel Größerem, und die Aufmerksamkeit aller Anwesenden wurde auf Königin Camilla gelenkt. Camilla, die in der Nähe gestanden hatte, war verblüfft. Sie war einen Moment lang unsicher, wie sie reagieren sollte. Sie zeigte ein kleines, unterdrücktes Grinsen, aber jeder, der sie beobachtete, konnte das Erstaunen in ihren Augen sehen. Das Lachen, das Minuten zuvor den Raum erfüllt hatte, verstummte abrupt. Sie blickten sich an. Die Öffentlichkeit bekommt nur selten Einblick in das Innenleben der königlichen Familie. Doch es schien, als hätte sich ein kleines, verborgenes Fenster geöffnet. Etwas Tieferes, Unausgesprochenes, war von Louis' unschuldigen, direkten Bemerkungen berührt worden. Innerhalb weniger Minuten verbreitete sich die Nachricht schnell. Videos von dem Vorfall verbreiteten sich im Internet. Die Leute posteten Videos von Louis' offener Reaktion zusammen mit erstaunten Kommentaren und Emoticons mit großen Augen. Der kleine Prinz wurde von vielen für seine Ehrlichkeit als mutig und freundlich gelobt. Andere beobachteten Camillas Reaktion und bemerkten ihr offensichtliches Unbehagen in diesem flüchtigen, angespannten Moment. Einige scherzten sogar, dass Kinder eine einzigartige Fähigkeit haben, die Wahrheit zu erkennen und Dinge aufzuspüren, die Erwachsene zu verbergen versuchen. Die größte Geschichte des Abends hatte sich aus einem bescheidenen Ferienbrauch entwickelt. Was als ein Abend mit Liedern und guten Wünschen begann, wurde durch die freimütige Bemerkung eines kleinen Kindes zu einem denkwürdigen Ereignis. Es war ein Moment, der der Welt zeigte, wie echte Emotionen und unerwartete kleine Schocks selbst in königlichen Familien entstehen können. Und für viele war es eine schöne Erinnerung. Gelegentlich sind es die kleinsten Stimmen, die am meisten Eindruck machen. Prinz Louis versteht vielleicht nicht die ganze Tragweite seiner Worte. Doch seine Worte haben eine der empfindlichsten Wunden der Monarchie wieder aufgerissen. Wenn Sie der Meinung sind, dass auch königliche Kinder ein Recht darauf haben, die Vergangenheit ihrer Familie zu kennen, dann gefällt Ihnen dieses Video. Was denken Sie, war Louis' Bemerkung unschuldig? Oder glauben Sie, dass der Palast mehr verbirgt, als wir wissen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren. Und vergessen Sie nicht, sich anzumelden, denn das wahre königliche Drama? Der Prozess hat gerade erst begonnen.